Hallo, das wird jetzt hier wahrscheinlich eins der letzten Videos sein. Hoffentlich nicht, weil ich vom Berg gefressen werde, sondern weil ich es bald geschafft habe. Krass, es sind noch ungefähr 170 Meilen bis zur kanadischen Grenze. Bin jetzt hier schon gut im Norden von Washington State unterwegs. Schöne Gegend, wie man vielleicht erahnen kann. Ich komme heute, also heute ist der 3. August 2022, irgendwie Meile 2480 oder so. Bin heute aus Skykomish, heißt der Ort, gestartet, von dort getrennt, was keine 10 Minuten gedauert hat, eine Fahrt zu bekommen zum Stevens Pass, und am Stevens Pass setzt dann der PCT wieder ein. Ich gehe mal hier kurz ein Stück weit um die Ecke. Da hinten, hinter mir, also nicht dieser grüne Berg, sondern der ganz hinten, der weiße Berg, das ist der Glacier Peak, so heißt der. An dem geht es vorbei, also wenn man sich das anguckt, der ist relativ weit weg, aber an dem geht es vorbei, links vorbei am Glacier Peak. Und dann ist es auch nicht mehr so weit bis Kanada. Also wenn ich weit mit Steinen schmeißen könnte, dann könnte ich vielleicht schon einen Stein nach Kanada werfen. Mache ich aber nicht. Für den Weltfrieden. Ja. Ereignisreiche Tage, und ich weiß gar nicht, von wann das letzte Video, ich glaube das letzte Video ist das im Zelt mit der Bärensituation. Offensichtlich habe ich die überlebt. War sehr, sehr interessant, aber das war wirklich eine Situation, ja, die ich so noch nie erlebt habe, und weiß noch nicht, ob ich die unbedingt so nochmal erleben will. Glücklicherweise, also ja, da ist nichts passiert. Ich habe offensichtlich richtig reagiert. Das ist schon mal gut, eine gute Erkenntnis. Und habe mir dann, glaube ich, 2 oder 3 Tage später, weil es ja früher ging es nicht, musste ja irgendwie dahin laufen, in einem Ort, der heißt Snoqualmie Pass. Lustige Namen haben die hier in Washington. Snoqualmie Pass. Da habe ich mir dann an der Tankstelle Bärenspray geholt. Ja, und schlafe damit jetzt besser. Also das ist echt, wenn ich das jetzt neben meinem Kopf liegen habe im Zelt, dann ist es irgendwie schon nochmal anders als jetzt nur so ein kleines Mini-Schweizer Taschenmesser. Ich habe nicht mal das normale Schweizer Messer dabei gehabt sondern eine Mini-Ausfertigung. Ja, die normal für den Trail vollkommen reicht. Aber ich glaube auch weder das kleine sowieso nicht, noch die größere Variante hätte mir jetzt hier mit dem Bären groß geholfen. Also ich glaube, die Klinge, da bin ich nicht mal durch das Fell durch. Und ja, naja, egal. Also diese Gedanken muss ich jetzt nicht mehr anstellen. Ich habe jetzt Bärenspray, falls noch was passiert. Hier sollen relativ viele Bären unterwegs sein in Washington. Das kann ich bestätigen. Ja, aber die sind auch tagsüber relativ friedlich, werden abends so ein bisschen aktiv, suchen dann nach Essen. Also tagsüber halten die sich wohl in den Wäldern auf und lassen die Leute mehr oder weniger in Ruhe. Und gestern in Skykomish, in dem Ort, klingt komisch, ist aber so, so heißt der. Da sagte der Typ in dem Hotel, auch ganz interessanter Ort, dieses Hotel, in dem ich da für eine Nacht geschlafen habe, von 1922. Also der hat sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert dieses Jahr, beziehungsweise feiert es noch. So sah das auch aus, also nicht von wegen das runtergekommen oder so, sondern einfach, wenn man reinkam, also erstmal alte Türen und man hat das gerochen, die alte Atmosphäre, die Einrichtung war 100 Jahre alt, also da ist echt in den 100 Jahren nicht viel passiert oder die Zeit ist da stehen geblieben. Richtig schön, die Zimmer auch sehr, sehr spartanisch eingerichtet, nur ein Bett, eine kleine Kommode, ein Spiegel und ein Stuhl. Richtig gut, aber
nachgerüstet offensichtlich Klimaanlagen. Aber gut, jedenfalls meinte der Typ vom Hotel, die Bären, ja wie gesagt, die halten sich so tagsüber in den Wäldern auf und nachts kommen die dann raus und werden so ein bisschen aktiver und stromern dann auch so durch die Stadt oder durch den Ort. Stadt kann man das nicht nennen, das war kein, also da standen vielleicht hochgerechnet 30 Häuser oder so. Ja, und ja, der meinte bloß die Türen, also das war witzig, er sagte dann, ja, bloß die Tür zu machen beim Rein- und Rausgehen, also nicht die Zimmertür im Hotel, sondern die Außentür natürlich, damit die Bären da nicht reinkommen. Alles schon passiert und auch selbst in dem Laundry Shop da, also in dem Waschsalon, in dem ich da nachmittags gestern meine Wäsche gewaschen habe, hing ein also ein A4-Blatt mit dicker Schrift, bitte unbedingt Fenster und Türen zu machen, weil da gab es keine Bedienung oder da gab es kein Personal in diesem Waschsalon, sondern war so Self-Service-mäßig, 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen. Aber ein ganz großes Hinweisschild, bitte unbedingt Türen und Fenster immer zumachen, weil sonst die Bären zu Besuch kommen. Ja, also das ist kein Joke, ja, kein Witz. Naja, ganz witzig. Ja, also jetzt sind es noch, heute ist der 3. August, jetzt sind es noch, naja, vielleicht so 10 Tage. Also ich plane am 13. August an der kanadischen Grenze anzukommen. Hoffe, dass das alles klappt. Hatte jetzt in der letzten Woche, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 5 Tage oder so ist es jetzt her, habe ich mich aufs Maul gepackt, also bin nicht richtig gestürzt, aber naja, wäre ich vielleicht mal richtig gestürzt, also mit dem Körper irgendwie flach auf dem Boden. Nee, mein Schienbein hat es abgefangen an einem spitzen Fels, was sehr, sehr unangenehm war. Also ich dachte im ersten Moment, das Ding ist gebrochen. Also der Fels natürlich. Nee, das Schienbein. Der Fels hat aber bestimmt auch was abbekommen, glaube ich. Das würde ich jetzt mal so sagen. Ja, aber Schienbein war nicht gebrochen. Ich habe ja dann danach direkt versucht, so, ob sich das in irgendwelche unnatürlichen Richtungen bewegen lässt. Aber das war steif. Das hat mich dann beruhigt, aber die Schmerzen waren richtig fies. Ja, jedenfalls falle ich da auf diese Felskante rauf und kurz danach gucke ich auf mein Schienbein und denke so, ich kann den Knochen sehen. Also wohl was Weißes, also ich habe da richtig tief und was Weißes und hat sich auch gar nicht gut angefühlt. Mir hat dann jetzt letztens jemand gesagt, hier mit dem ich mich darüber unterhalten habe, ja, dass es da wohl noch so eine Art Schutzschicht oder sowas gibt unter den Muskeln, also zwischen Muskel und Knochen, was auch weiß sein soll, so wie so eine Art Vlies oder keine Ahnung. Jedenfalls also die Faszien vielleicht. Vielleicht waren es sogar die Faszien, die ich da gesehen habe. Keine Ahnung, jedenfalls war das weiß und mein erster Gedanke war, okay, das ist jetzt der Knochen. Bin mir nicht sicher, ob das, ja, wie auch immer, war jedenfalls nicht schön, sah nicht schön aus, fühlte sich auch nicht schön an und muckt immer noch ein bisschen. Habe es dann gleich gut, also halbwegs mit meinen Möglichkeiten, die ich hatte, versorgt. Pflaster rauf, mir 600 Ibo reingehauen. Dann abends nochmal Beta-Isodonna und Pflaster. Und das war, glaube ich, die gute Idee, da Beta-Isodonna, also so ein Antiseptikum, drauf zu klatschen, weil mir dann so durch den Kopf ging, ja, das ist ja auch scheiße, wenn ich jetzt hier noch 14 Tage unterwegs bin, also 14 Tage laufe. Ist ja auch eine Belastung und ist ja auch dann nicht so, dass es jetzt Ruhe hat zum Heilen. Ich dachte mir, ja, wenn sich das jetzt entzündet oder in Richtung Blutvergiftung geht und das weiß ich nicht. Man hat hier viel Zeit zum Nachdenken und das vielleicht ins Herz geht oder
die Entzündung des Beins angreift oder was, keine Ahnung, dass mir dann der Fuß abfault oder was, keine Ahnung. Also das ist wirklich, wenn man hier unterwegs ist und man hat keine Hilfe. Also ich kann jetzt nicht einfach, ich habe kein Gerät und nichts dabei, wo ich jetzt mal schnell jemanden rufen kann. Handy funktioniert hier nicht. Man ist auf sich gestellt. Das ist auch Teil des Abenteuers. Also für mich jedenfalls. Und das ist auch wirklich abenteuerlich. Und das mal erlebt zu haben, das ist eine große Erkenntnis, das allein aus eigener Kraft alles bewältigt zu haben und geschafft zu haben. Gerade solche Extremsituationen, also ob es jetzt das Schienbein war oder der Bärenbesuch nachts im Zelt oder irgendwelche krassen Wasserüberquerungen. Das ist jetzt für mich so die Erkenntnis, das allein geschafft zu haben. Nicht nur ohne fremde Hilfe, sondern auch ohne auch irgendein Backup zu haben. Also kein Netz und doppelten Boden, sondern ich weiß, wenn hier was schief geht, dann geht's schief und dann geht's an die Existenz. Und das durchlebt zu haben, das im Bewusstsein zu haben, das ist aus Sicht von der zivilisierten Welt irgendwie, in der man sich sonst bewegt. Ja, das ist auf der einen Seite ein erhebendes Gefühl, was einen erhaben macht, und auf der anderen Seite auch demütig und geerdet. Ja, kann ich so ungefähr beschreiben. Mir kommen bestimmt noch ein paar andere kluge Gedanken, wenn ich es hier hinter mir habe, also wenn der PCT durch ist, was er mit mir gemacht hat, und wahrscheinlich dauert es auch einen Moment, das hier so in Anführungszeichen zu verarbeiten, diese Eindrücke, die ich hier so erlebe, jeden Tag seit 4 Monaten mittlerweile. Das ist echt schon eine Hausnummer. Ja, also jetzt überwiegt bei mir, also ich hatte ja so in der Hälfte habe ich so ein bisschen gestruggelt und war so mental auch, also kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man hier unterwegs ist, was das hier mit einem macht, und dieses Gefühl, dass das hier nie endet. Also das habe ich teilweise immer noch, obwohl es jetzt nur noch 10 Tage sind. Aber ich glaube das nicht, dass es nur noch 10 Tage sind. Also ich denke mir, das zieht sich doch hier noch hin. Also das geht doch jetzt mein ganzes Leben lang so weiter. Also das ist jetzt hier der Rest des Lebens, dass ich von morgens um 8:30 bis abends um 8:30 das hier mache und laufe. So, immer das Gleiche. Sehe zwar die wunderschönsten Landschaften, also nicht zwar, bin in der wunderschönsten Landschaft hier unterwegs, ernähre mich von Oatmeal, Snickers, Kartoffelpüree und Rahmnudeln. Und das ist jetzt so das Leben. Also so richtig begreifen will es mein Gehirn noch nicht, dass es jetzt bald vorbei ist in 10 Tagen. Rational, ernsthaft, wenn ich mir Mühe gebe, kriege ich das schon hin, dass ich das verstehe. Aber es fühlt sich nicht so an. Und das war tatsächlich in der Mitte des Trails, nachdem so die erste Euphorie auch verflogen ist, und das war auch wirklich hart, also nach der Sierra Nevada, nach diesen ganzen Pässen, wo man jeden Tag 1 bis 2 Bergpässe überschreiten darf, das geht echt an die Substanz, gerade bei der Ernährung. Da hatte ich so ein kleines Tief und dachte, oh nee, das kann nicht sein. Das nimmt hier kein Ende, weil man kann es nicht. Das ist wie wenn man sich vorstellen will, was nicht funktioniert, dass das Universum unendlich ist. Geht nicht. Genauso irgendwie ist die Vorstellung, also sich vorzustellen, wie das ist, jetzt mal 1200 Meilen noch laufen zu dürfen. Kann man nicht greifen. Also 1200, also allein das mit den Meilen ist schon so ein Ding. Also es sind wahrscheinlich rund 2000 Kilometer. Das ist knapp 2,5 Mal quer durch Deutschland, also von Nord nach Süd
So, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, naja, aber jetzt, wo es zum Ende hingeht, spüre ich in mir neue Energie. Freue mich mega auf zu Hause, auf alles, wirklich auf alles, auch auf die Arbeit und ja, alle Dinge. Also ich werde viele Dinge nicht in einem ganz anderen Licht sehen, aber vielleicht ja aus dieser möglicherweise ohne überheblich zu sein, aus dieser erhabenen Perspektive so, weil was ich hier alles im besten Sinne durchstanden habe, das erlebt man normal im echten Leben nicht. So, und da denke ich mir, was soll da jetzt noch kommen? Also nicht toi toi toi, ich hoffe, da kommt jetzt nichts krass Dramatisches, was mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber so diese kleinen Alltagsproblemchen, die im Alltag manchen Leuten das Leben vielleicht schwer machen oder sie sich das Leben selber damit schwer machen. Ich glaube, da bin ich noch weiter weg dann davon, das so wahrzunehmen oder so einzuordnen, als ich es vorher auch schon war. Und das ist ja eine tolle Sache. Auch diese Schmerzen in den Schultern, die man vielleicht so mitkriegt. Ich versuche das ein bisschen zu unterdrücken oder zu verheimlichen, aber das ist echt, diese Schulterriemen, die sind mittlerweile so, die fühlen sich an wie Angelsehne, die in die Schultern einschneiden. Und gerade wenn ich aus einer Stadt komme, also wie jetzt heute aus Sky Komisch, und Essen für 6 oder 7 Tage im Rucksack habe, das ist schwer. Ich habe auch noch eine Coke dabei, die werde ich mir morgen früh reinlöten. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, naja, so ist es hier auf dem Trail. Also noch 10 Tage. Dürften jetzt unter 170 Meilen oder so sein. Das wäre cool. Das heißt, wenn ich das mit 10 Tagen habe ich 17 Meilen am Tag nur noch. Plus, naja, ein Tag geht drauf, weil ich nochmal nach Stihiken rein muss. Also in die nächste Stadt, die auf dem Trail liegt, in ungefähr 6 Tagen. Da brauche ich dann neuen Proviant für die letzten 3 oder 4 Tage. Da geht immer so ein Tag drauf bei, blöderweise, aber gut, ist so. Aber dafür hat man dann ja die Annehmlichkeiten. Also da soll es eine ganz coole Bäckerei geben. Manometer, gleich mal eine Pause machen. Ja, da soll es eine ganz gute Bäckerei geben. Da freue ich mich schon drauf. Dann nochmal für die letzten 4 Tage Proviant einpacken und dann Endsport. Ja, mal gucken, wo wir heute landen. Also ich bin jetzt bei 25 Kilometern, bin allerdings auch erst, also es ist jetzt 18:29 Uhr, bin allerdings auch erst um 12 oder so losgelaufen. Also vor 6,5 Stunden, sagt mein Opa. Ja. Ja. So ist das hier. Soll ein bisschen kälter werden in den nächsten Tagen oder morgen zumindest. Am Wind merkt man es schon ein bisschen. Der ist schon etwas kälter. Und regnen soll es auch. Bin gespannt. Aber gut. Mit jedem Schritt, den ich jetzt gemacht habe in Richtung Kanada, ist es einer weniger. Jede Meile, jeder Tag ist einer weniger. Und da denke ich mir, viel kann mich jetzt nicht mehr umhauen. Also, ja. Ist auch gerade ganz angenehm. Also jetzt geht es wieder bergab. Bisschen, also genau, schattig, das wenn man nicht aufpasst. Ja, naja, ja, das dazu 3. August, keine Ahnung, was für ein Wochentag. Donnerstag, glaube ich sogar. Ja, mal sehen, was die letzten 10 Tage noch so bringen.
good. It's good you're calling us now. We just haven't seen Lake Victoria. So, I Yeah, wouldn't want but to it's a hear that rare story. thing. It's a rare thing. I mean, come on. Yeah, Yeah, they seem it seems pretty safe. yeah. Just like my guys were just on the Norfolk salmon with rafting. Yeah. Their last day, when they get out and you hit the salmon river, you go down about 3 miles and that's where you take off. And they saw fire happen in front of them. We gotta get, once we get on load, we gotta get out. They saw it and jumped the road. Oh, hi. These are not my favorite bridges. Servus. Heute ist Donnerstag. Donnerstag, irgendwann Mitte August. Und das hier heute dürfte der vorletzte Tag auf dem PCT sein. Also der vorletzte Tag vor der kanadischen Grenze und vor dem Northern Terminus, den ich morgen erreiche, wenn nichts schief geht. Ja, da bin ich ja morgen
Und dann darf ich die Strecke hier wieder zurücklaufen, weil man nicht nach Kanada rein darf und dann wieder zurück in die USA. Deswegen Pandemie-Restriktionen weiterhin nicht möglich. Also heißt es dann von der Grenze wieder 30 Meilen zurücklaufen. Aber das ist im Gegensatz zu dem, was in den letzten fast über 4 Monaten hinter mir liegt jetzt, ist das ein Klacks. Und letztendlich, wenn ich da morgen die kanadische Grenze und den Terminus erreiche, dann habe ich es geschafft. Das löst wirklich Glücksgefühle aus. kann man gar nicht beschreiben. Also noch ist es so, also ich bin hier am Laufen. Wunderschöne Landschaft hier. War gerade am Harzpass, zu dem ich dann auch ab morgen wieder zurücklaufen muss. Ach Quatsch, ab morgen? Ja doch, ab morgen. Ich werde da wahrscheinlich am Sonntag, entweder Samstagabend oder Sonntag ankommen. Noch fühlt sich das so an, als wenn ich mitten auf dem Trail bin ich ja auch. Und das Gefühl, dass es nie endet. Aber irgendwie habe ich doch so eine Ahnung, dass ich dem Ziel langsam näher komme. Krasse Sache. Also das ist echt unglaublich, diese Strecke hier zu Fuß gelaufen zu sein. Also ausgenommen diese Burn Areas, das was ich da geskippt bin. Aber trotzdem eine unvorstellbar weite Strecke zu Fuß. Hatte ich vorher noch nie und werde ich auch sicherlich hiernach nie wieder tun, weil es einfach zu viel Zeit kostet. Und deswegen versuche ich jetzt die letzten Tage hier nochmal zu genießen. Also den Tag heute, morgen am Terminus sowieso mit einem schönen Foto. Und dann die 1,5 Tage wieder zurück zu genießen und dann geht es ab nach Seattle und ab nach Hause. Ich freue mich. Hallo, vorletzter Tag auf dem PCT offiziell. Ich bin jetzt, glaube ich, 17 Meilen oder 15 Meilen vor dem Ziel, also vor Kanada. Relativ spät, 8:30. Oh, ich sehe mich gerade wieder hier im Handy. Das erste Mal seit, keine Ahnung, Wochen. Aber naja, nicht ganz. Also, geht gerade die Sonne unter. Schöne Gegend hier. Auch schöne Bärengegend hier. Vielleicht gibt es ja nochmal eine kleine Erfahrung mit Bärchen. Ich glaube, ich werde hier auch irgendwo in der Nähe einen Ort zum Übernachten suchen und dann geht es morgen an die letzten paar Meilen. Hinter mir geht da die Sonne unter und so sieht das hier gerade aus. Von da hinten komme ich, also ging gerade eine ganze Weile bergauf. Ja. Puh.
morgen noch. Ja, und dann noch 30 Meilen zurücklaufen. Aber ich glaube, dadurch, dass das dann erledigt ist, das ist dann nur noch ein Zurücklaufen zu einem Pass, wo so eine Station ist, also wo so ein kleiner Campingplatz mit Campingtisch und irgendwie Mücken. Mücken werden da auch sein, aber da kommen jedenfalls Autos hin. Ja, und da freue ich mich schon drauf, wenn ich da bin und wenn ich es dann geschafft habe. Tschüss.